Hola! Schön, euch in diesem Video dabei zu haben. Es ist ein besonderes Video, denn wir starten endlich in ein neues Kapitel. Ihr seht, wir sind im Sprinter. Wir wollen eigentlich auch schon gleich losfahren. Ich muss sagen, wir sind ein bisschen angespannt, also ich auf jeden Fall. Ja, wir haben unsere Pläne komplett umgeworfen. Wir hatten was geplant und wir machen genau das Gegenteil davon. Aber genau das wird vielleicht genau das Richtige für uns. Wir freuen uns schon. Ja, wo es hingeht, erzählen wir euch gleich im Video. Wir müssen jetzt aber los, denn wir sind schon ein bisschen zu spät. Vamos! Einen kleinen Zwischenstopp müssen wir aber gleich noch machen, denn wir haben noch ein To-Do, bevor wir wirklich richtig abfahren können. Unser Synchro war jetzt die letzten Tage bei der Werkstatt. Ja, und wie das so ist, es dauert dann natürlich immer länger, als man denkt, es reiht sich eins ans andere. Aber jetzt ist er fertig und wir lagern ihn wieder ein für den Sommer, während wir weg sind. Dobrý den. Und das heißt, weil wir ja zeitlich schon so knapp sind, weil wir das auch zeitlich schaffen müssen, holen wir den jetzt unterwegs ab und bringen ihn dann zur Einlagerung. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das so, ob jetzt wirklich alles fertig ist bei der Werkstatt oder nicht. Naja, mal sehen. Jeder Geber arbeitet mit Masse. Desto wärmer, desto mehr Masse schickt er nach vorne. Wie erwartet ist natürlich einiges mehr dazugekommen, aber wir haben ein gutes Gefühl, er steht jetzt ziemlich gut da, also können wir auch gleich weiter. Der Synchro ist an seinem Platz. Roberto ist noch einmal kurz wieder reingegangen, weil er sich erinnert hat an etwas, das er ihm eigentlich noch bringen wollte oder das er im Synchro lassen wollte. Aber ja, also wir finden es so toll, dass man hier so pragmatisch ist und man spürt einfach, dass das auch ein Liebhaber ist, der das hier betreibt. Und da fühlt man sich immer gut, wenn man das Auto hier zurücklässt. Da weiß man, da ist alles in Ordnung, wenn man wieder zurückkommt. Und lang bleibt der Synchro ja eh nicht hier. Wir holen den ja bald wieder ab. Ja, und jetzt gehen wir noch zum Einkaufen und wir wollen auf jeden Fall heute auch noch einiges an Kilometern machen und wir hoffen, wir kommen da weiterhin gut durch. Bonjour aus dem wunderschönen Elsass. Die letzten Tage haben wir damit verbracht, einmal quer durch Deutschland durchzufahren. Da haben wir Freunde, Businesspartner besucht und sind jetzt hier in Frankreich gelandet, wo wir die nächsten Tage nicht alleine, sondern ja, vielleicht einige von euch werden diesen Werner kennen. Tina und Flavia, wir waren ein paar Monate auf der Panamericana zusammen unterwegs und die haben wir jetzt hier getroffen und verbringen ein paar schöne Tage zusammen, um das Elsass ein bisschen zu erkunden und ein paar Sachen zu machen hier. Ja, als erstes würde ich aber sagen, gibt's Frühstück, damit wir energiegeladen in den Tag starten können. Jetzt wieder mit Black Fish Hotel mit auf den Seite gut. Oder? Ich meine, kommen da, die nächste Person ist schon ready. Ja, das ist schon. Nicht mehr wieder 3 Minuten. Ja, vor allem sicher, ist auch ein bisschen.
Vorhaben sind jetzt wieder die. Aber sie gehen da auch oft, also in Kanada. Ich glaube nicht, oder? No. Die grossen. Schon? Ich weiß es nicht. Okay, während die anderen noch beim Frühstücken sind, wollte ich euch noch kurz erzählen, was wir beim Synchro alles machen lassen haben. Da kam doch einiges mehr zusammen als geplant. Und ja, da gehen wir mal kurz durch. Für das brauche ich meine Brille, denn ich sehe nichts mehr in der Nähe. Ich bin halb blind geworden in den letzten Monaten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben die Visco-Kupplung erneuern lassen. Das heißt, unser Synchro ist wieder ein offizieller Synchro, der funktioniert. Die haben wir instand setzen lassen. Da war das Öl vom Getriebe in die Visco-Kupplung reingelaufen und ja, deshalb hat sie nicht mehr richtig funktioniert. Zusätzlich haben wir noch die Wasserrohre, also wir haben Edelstahl-Wasserrohre einbauen lassen, denn die vorhanden, die waren aus Kunststoff und die waren ja praktisch durch. Und dann kamen lauter kleine Sachen, wie zum Beispiel die Staubmanschetten von den Bremssatteln, die waren angerissen, das heißt, ja, das haben wir gleich auch ersetzen lassen. Wir hatten noch zusätzlich Bremsklötze mit dabei, die haben wir auch gleich einbauen lassen. Und dann, wie gesagt, kleine Sachen wie Batteriehalter, Temperaturgeber, Vorwiderstände, die kaputt waren. Natürlich musste das Getriebeöl nachgefüllt werden, die Bremsen wurden entlüftet und so weiter und so fort. Also es kam doch vieles zusammen, was wir mehr oder weniger geahnt hatten. Dafür steht der Synchro jetzt wieder 1A da und wir freuen uns, wenn wir den wieder abholen können und dann richtig ins Gelände fahren können damit. Für uns geht es ja jetzt nicht Richtung Süden, sondern Richtung Norden. Wir fahren nach Schweden und nach Norwegen und was wir da machen werden, das seht ihr dann in den nächsten Videos. Also fleißig abonnieren, die Glocke aktivieren und dann erfahrt ihr, was bei uns so abläuft. Es ist viel zu einfach, sich bei so einem Frühstück zusammen zu verquatschen und einfach den ganzen Morgen da zu sitzen. Wir haben aber heute noch was vor. Wir wollen ein bisschen weiterfahren und uns ein kleines Dörfchen hier angucken. Das soll richtig malerisch sein und darum machen wir uns jetzt fertig, schauen, dass wir loskommen und dann fahren wir gleich dahin und sehen uns gleich da. Seit wir wieder in Europa sind, merken wir, wie anders das Campen hier doch ist. Es ist vieles geregelter und gerade die Stellplatzsuche gestaltet sich doch teilweise als ganz schön schwierig. Deswegen nutzen wir jetzt die App Campy, genauso wie über 1 Million anderer Camper, die in der Campy-Community Spots teilen und bewerten. Das Ganze ist total unkompliziert. Auf der Karte sieht man 100% aller offenen und kostenpflichtigen Campingplätze sowie auch die Einträge der anderen Camper. Die filtern wir genauso, wie wir es brauchen, wie zum Beispiel nach benötigter Infrastruktur oder auch nach Preisen. Auf der Detailseite sieht man echte Fotos und ehrliche Bewertungen aus der Community. Und unser Geheimtipp, achtet auf den weißen Kreis rund um einige der Icons. Das sind nämlich Community-Favoriten. Ja, und sobald wir unsere Top-Spots haben, speichern wir die in eigenen Listen und damit kann man auch in der App komplette Reisen und Trips erstellen. Um ein Maximum rauszuholen, nutzen wir Campy Plus. Unter anderem kann man damit nämlich auch Offline-Karten nutzen, was gerade in Funklöchern sehr praktisch ist, und es gibt auch eine Wohnmobilnavigation. Da gibt man die Maße des Fahrzeugs ein und das Navi achtet darauf, dass man nur durch Straßen geführt wird, die auch wirklich passen, was gerade bei größeren Fahrzeugen doch sehr hilfreich sein kann. Holt euch gleich die kostenlose Campy-App über unseren Link in der Videobeschreibung oder über den QR-Code. Und wir haben auch ein besonderes Special für euch. Mit dem Code CHIRPYTRAVELERS könnt ihr für 3 Monate lang alle Premium-Features von Campy kostenlos testen. Die Aktivierung ist auch super easy. Öffnet die Campy-App, klickt unten rechts auf euer Profil und scrollt ganz nach unten, wo ihr auf Promo-Code eingeben tippt. Da gebt ihr den Code ein und der nächste Roadtrip kann starten. Irgendwie hat uns der Nieselregen doch eingeholt, aber so schlimm ist es nicht. Und ich finde, Eggisheim, wo wir uns jetzt befinden, ist trotzdem richtig malerisch. Es zählt sogar zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Das ist so eine bestimmte Auszeichnung, die nur etwa 180 Ortschaften in Frankreich haben. Und ja, also der erste Eindruck, wenn wir hier so durch die Gassen schlendern, die so bewachsen sind, und die Architektur, das sieht einfach richtig schön aus. Ich freue mich. When the sage brings the rite of spring,
Morning girl and the sparrows sing through the light that the sun will bring. Reborn. Clocks are creeping on the wall. Swallowtail needs a bird. Wieso raken? And the last of the frost will thaw. Reborn. In the warm of spring, I recall everything once more. Ich finde ja so schön, also es ist ja nicht nur das Fachwerk in der Architektur, das man hier in diesen Gässchen so bewundern kann, aber immer wieder tut sich dann so eine Tür auf oder man guckt in so einen Hof und dann sieht man einen alten Buchbinder oder irgendwie so ein Café oder die Delikatessen, die ja hier so typisch sind, also diese Salamisorten oder Käse. Da kommt man wirklich auf seine Kosten, wenn man sowas sucht. Man sieht ja schon in der Umgebung rund um Eckisheim ganz viele Störche und Störchennester, aber sogar hier in der Stadt sind sie, hier auf diesem kleinen Chateau. Sieht für mich eher aus wie eine Kirche. Man hört sie auch immer wieder so klappern, wie jetzt gerade. Und einmal haben wir sogar so die kleinen Küken gesehen, wie sie so rausgucken und ja, mit den Schnabeln, glaube ich, die Eltern animieren, ihnen Essen zu geben. Richtig süß und es passt halt auch perfekt in das Bild mit dieser Stadt. Also ja, richtig schön. Wir hatten das schon im letzten Video erwähnt, als wir in Steyr in Österreich unterwegs waren, wie sehr wir das feiern, wieder in Europa unterwegs zu sein und einfach diese kleinen Städte zu genießen und zu besichtigen. Obwohl es ja schon ziemlich voll ist, aber trotzdem, also es macht richtig Spaß hier durch diese Gassen zu schlendern und das einfach zu genießen. Die Ortschaft hier ist ja wirklich relativ klein und überschaubar, aber gerade das macht sie charmant. Und was auch noch auffällt, sie ist wirklich so zwiebelförmig aufgebaut. Im Stadtzentrum gibt es diesen Stadtkern, den Hauptplatz mit dem Chateau und der Kirche. Und rundherum, quasi kreisförmig rundherum, gibt es diese Ringe, wie bei einer Zwiebel, wo man dann eben durch diese süßen Gässchen kommt mit den Fachwerkhäusern. Und es ist richtig schön. Und ja, wenn man sich zu sehr verquatscht, so wie wir, dann kann es passieren, dass man denselben Kreis zweimal läuft, weil der einfach so süß ist und man einfach jedes Mal wieder neue Ecken entdeckt. Heute sind wir früh unterwegs. Kaffee gibt's to go. Wir haben uns mit dem Auto ein bisschen angenähert, aber das letzte Stück müssen wir zu Fuß gehen. Wir gehen aber nicht wandern. Das ist eigentlich wirklich nur Mittel zum Zweck. Das ist einfach noch ein bisschen Strecke so hinter uns bringen, bis wir an unserem Ziel sind. Flavia und Tino haben uns nämlich angefixt. Und ja, da wollen wir heute
bisschen tiefer eintauchen. Ach, boah, ich bin außer Atem. Wir sind noch nicht mal da und ich bin außer Atem. Ja, ihr habt gesehen, die Helme haben wir auch mit. Für Sicherheit ist also gesorgt, denn ja, wenn es blöd läuft, kann es schon ein bisschen gefährlich werden. Das ist doch das Geländer dort unten, nicht? Ah, dort hinten. Ja. Die Baumstämme. Und dann jetzt die 2 Steine. Das könnte schon Also sein. ich würde jetzt runtergehen. Ja. Wir wollen zum D, hä? Ja. Oder weiter hinten. Oder dann zum C, mal schauen. Okay. Ja, laufen wir Probieren mal. wir mal. Ja. Gut. Gut. Das ist Müsli-Packung. Das ist ähnlich groß wie Wildschweinpackung. Das links? Ist der links von dem Spalt? Ja, genau. Ah, Ich glaube sogar noch ein das Michel oder Daniel. Oder? Gott, Corte Shell. Ja, Das 5B. Ihr kennt es vielleicht schon. Heute geht's an die Wand für uns wegen Klettern. Ist für uns immer noch ein sehr neues Thema, aber es macht richtig Spaß. Tino und Flavia haben uns da nämlich sehr gewissenhaft eingeführt. Es geht auch immer natürlich um Sicherheit. Tino ist der Vorsteiger, er geht immer als erstes hoch, sichert alles und dann gehen wir im Top Rope hoch. Ist, glaube ich, auch recht gut angelegt hier. Also es ist immer alles doppelt gesichert und man fühlt sich relativ sicher. Und gerade vor allem mit den beiden. Da kann ja, nichts Tino hat ja schiefgehen. eine Ausbildung als Lehrer. Genau. Da kann ja nichts schief gehen. Tino ist der Erste, der hochgeht und er setzt immer die Expressen in die Vorhaken, denn ja, da hängen ja eigentlich keine Karabiner, nichts. Das sind ja nur diese kleinen Haken, die einfach schon angebracht wurden eben für die Kletterer. Und das heißt, damit wir dann gut gesichert hoch können, geht Tino immer vor, hängt überall die Expressen rein, diese Karabiner und ja, geht so hoch. Und er hat halt den riskanten Job, weil wenn er fällt und da vorne oben noch keine Expresse ist über ihm, dann fällt er halt tiefer, als wenn man schon von oben herab gesichert ist, was dann bei uns der Fall ist. Denn er geht bis zu oberst, dort hängt er dann auch das Seil ein und wir gehen dann quasi im Top Rope hoch. Also wir sind dann von oben her gesichert und können eigentlich nicht tief fallen, solange uns unser Partner gut sichert und aufmerksam ist. Das ist die da hier. Ja, das wäre die Kurz. Und 5a das ist und das links am... 5a ist aber links ja vom Riss. Gar nicht geil. Gut. Ich finde es so seltsam. Es gibt ja diese Haken, die man zur Sicherung nutzen kann, die reingebohrt sind. Das sind die Bohrhaken. Ich glaube, ich habe vorhin Vorhaken gesagt. Aber es gibt auch geklebte Haken. Und irgendwie so, es geht in meinen Kopf nicht rein, dass das einen halten soll, wenn man fällt und man sich darüber sichert. Aber ja, es gibt beides und noch ein paar andere Sorten von Haken. Da gibt es ganz viel. Jetzt kann's passen. Ja. Ist zu. Der geht richtig um. Der geht zum Klettern. Ja, das heisst, ich ziehe ihn da. Oh, sorry. Das habe ich sehr fest gesehen. Ist gut, wir schauen, ob es hebt. 2, 4, 6, 8, 10. Gut, oben unten. Ja. Tipptopp. Bist du ready? Ich bin ready. Sehr gut. Wie Jessie, mit einem Fuß in den Anfang und mit dem anderen hinten den Fußstützen. Ja. Achtung, Kopf. Richtig gut gewesen. Ja, recht speckig. Nice.
Nice. Das Klettern macht schon richtig Spaß. In der Natur zu sein, frische Luft, ein bisschen Bewegung. Das haben wir ja in den letzten Jahren nicht so viel gemacht. Und ich bin früher schon mal geklettert, habe dann jahrelang nicht mehr geklettert und ja, ich habe wieder gemerkt, wie Bock mir das macht, wie Lust ich drauf habe. Und ja, hier mit 2 Profis zu sein, die auch wirklich aufpassen, dass wir alles richtig machen, gibt einem nochmals so viel Selbstvertrauen. Und ja, Jessie war jetzt schon oben, sie ist schon wieder runtergekommen. Und jetzt bin ich dran. Nice. Wie sind wir? Super. Jetzt sind wir wirklich gut. Perfekt. Wenn wir möglichst früh aushängen können. Das ist auf der rechten Seite bin ich. Ding, 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 ding. Sehr gut. Sehr gut. Streng ist es. Aber gut, schön. Das am Anfang ist immer so der gefährlichste Teil, weil man gar nicht gesichert ist. Deshalb ist auch Flavia dahinter und versucht, falls Tina runterfallen würde, ihn irgendwie aufzufangen. Das ist schon, ja, kein nicht gefährlicher Sport. Man macht richtig Bock. Weiter links, da ist ein Block. Was sind das für Dinge? Also was mit dir? Ich habe noch ein angefragt vorher. Weiß gar nicht. Wir bewegen uns jetzt ein kleines Stück weiter, denn dieser Fels, an dem wir jetzt waren, das ist eigentlich nur eine der, ich glaube, 4 Zonen insgesamt in diesem Klettergebiet. Und ja, da vorne wird es jetzt langsam doch ein bisschen voll und wir haben so ungefähr die Routen gemacht, die für uns in Frage kommen. Also gehen wir hier ein Stück vor und ja, sehen, was der nächste Fels für uns hat. Ist immer recht cool, also an einer Wand gibt es immer gleich mehrere Routen und Flavia und Tino haben auch so einen Guide mit, wo auch die Routen eingetragen sind und auch nach Schwierigkeitsgrad beschriftet sind. Also das einfachste ist, glaube ich, 3a und dann geht es, glaube ich, bis 8c, also immer 3 ABC, 4 ABC. Und wir bewegen uns mit Roberto mit dem, glaube ich, so im 4er-Bereich, vielleicht die ersten 5er, aber weiter trauen wir uns ja sowieso nicht. Tino und Flavia machen natürlich auch die schwereren Routen, aber schauen wir einfach immer, dass wir was finden, wo ein bisschen was beieinander liegt, dass alle so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Ah, das ist garantiert Aue, da ist ja viel besser. Ja. Bis zusammen. Ciao, ciao. Achtung. Wir sind an unserem Stellplatz für die Nacht angekommen, mitten im Wald. Es ist richtig friedlich hier, es ist einfach perfekt. Ja, und ich muss sagen, also das mit dem Klettern, das ist schon, ich glaube, wir sind beide richtig begeistert davon. Ich glaube, es ist auch gerade in dieser Phase, in der wir sind, einfach genau das Richtige. Weil man, ja, also es ist sportlich natürlich, man braucht seine Muskeln und zwar vom ganzen Körper gefühlt. Also danach tut einem auch alles weh. Und also so zum Beispiel so Fitness und so, das liegt mir ja nicht so, sondern das ist eher was, also das Klettern ist ja eher auch was Technisches
Und ich glaube auch gerade das, dass man auch mitdenken muss, was ist mein nächster Schritt? Wo stelle ich meinen Fuß oder wo lege ich die Hand das nächste Mal an im nächsten Schritt? Das ist genau das, was gerade gut tut, denn das lässt einfach auch keinen Platz für andere Gedanken. Wir sind ja gerade so in dieser Phase, wo wir uns sehr auf das Neue freuen, auf das, was kommt. Und irgendwie können wir es kaum erwarten, aber auf der anderen Seite kreisen sich natürlich genau unsere Gedanken immer um dieses Thema, um die Probleme, die auftauchen können, um die möglichen Lösungen, die wir hoffentlich finden und auch einmal eben den nächsten Schritt, was wir als nächstes tun sollen. Und so aufregend das ist im positiven Sinne, so sehr tut es eben ab und zu auch gut, mal eine Pause davon zu haben. Und das haben wir eben beim Klettern. Und natürlich, wenn man das auch noch mit guten Freunden zusammen machen kann, in der Gruppe unterwegs sein kann, ist es umso schöner. So, und genau in der Gruppe lassen wir jetzt den Nachmittag auch ausklingen. Wir haben die letzten Tage ja schon ein bisschen Kaffeetasting hier gemacht. Wir haben ein paar Kaffeesorten und wir brauchen Expertenmeinung, um uns für unseren Favoriten zu entscheiden. Und heute haben wir die Cappuccino-Edition, denn wir haben ja schon eine Variante mit Americano und mit Espresso gemacht. Und jetzt müssen wir noch wissen, wie die Kaffees im Cappuccino schmecken. Und? Kaffee. Kaffee. So, was sind eure Favoriten? Tino, was meinst du? Ich würde sagen die 2 oder die 4. Ich Okay. auch, 2 und 4. Ja, Jessie? Okay, ich war bei 1 und 4. Aber die 4 ist im Fall ja. hoch im 4 Kurs. muss gut sein. Meine Favoriten sind auf jeden Fall Nummer 3 und Nummer 4. Wir schauen uns nochmals an, was wir gestern beim Americano und beim Espresso hatten. Und dann entscheiden wir uns. Und 2 Kaffees werden auf jeden Fall in den Shop kommen. Schaut gerne vorbei. Wir machen uns jetzt einen gemütlichen Abend und dann sehen wir uns bald. Gott. Gott. Langsam. Dich mal so. Kannst dich da abstützen? Ja. Geht's? Geht's zum Stehen? Ja. Irgendwie hatten wir uns das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Jessie kann seit gestern nicht mehr liegen, sitzen, stehen, schlafen. Also ihr geht's richtig schlecht. Sie hat solche Rückenschmerzen. Und das ist so blöde passiert. Sie wollte einen Hund streicheln und ist einfach in der Hocke hängen geblieben und konnte nicht mehr aufstehen. Es ging eine Stunde, bis sie sich überhaupt hinlegen konnte. Und obwohl sie Schmerzmittel genommen hat und ja, sich mit Wärmeflasche versucht hat, ein bisschen was Gutes zu tun, wird es einfach nicht besser. Und ja, hier im Van so zu leben, das ist einfach nicht geil. Also wahrscheinlich werden wir jetzt einen Arzt aufsuchen oder in die Notaufnahme fahren und dann weiterschauen. Nein, warte. Irgendwie müssen wir das anders machen. Soll ich das vorhin? Ja. Ja. Ja, ist gut. Bis grad. Ist gut.
Meine Freundin hat einen Notfall. Sie hat sich gestern gebückt und sie kann jetzt weder stehen, noch sitzen, noch liegen, hat unheimliche Schmerzen. Und wir sind hier auf der Durchreise, wir sind nicht aus Deutschland. Und wir haben jetzt den Kontakt von Freunden bekommen, die hier in der Nähe wohnen. Und wollten fragen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich das mal kurz anzuschauen. Wir sind gestern noch aus dem Elsass zurück nach Deutschland gefahren und das heißt, die Kommunikation ist hier auf jeden Fall schon mal einfacher für uns und wir sind auch bei Freunden zu Besuch, bei Svenja und Basti von Neuland Stories und sie haben uns entsprechend auch eine Klinik hier jetzt empfehlen können, mit der sie gute Erfahrung haben. Das ist eine Orthopädiepraxis. Und ich hoffe jetzt, dass die mir hier helfen können, denn wir haben ja so ein bisschen einen Spezialfall. Wir sind in Tschechien gemeldet und versichert. Das heißt, wir sind hier als Reisende, als Ausländer hier. Und ich weiß nicht, ob mir jetzt jede Klinik da einfach helfen will oder kann oder ob ich dann doch in die Notaufnahme muss, was ich eigentlich schon vermeiden möchte, weil man kennt es ja, da wartet man immer ewig, bis was passiert. Mal gucken. Also Roberto ist jetzt reingegangen, er guckt mal, wie die Situation ist, was machbar ist. Und dann sehen wir weiter. Na? Ich kann dich reintragen Was? oder reinschleppen und wir müssen halt alles selbst bezahlen und müssen das dann einreichen bei uns in Tschechien. Okay. Ja gut, Aber ja, sie werden Termin freischaufeln, meinte sie. sehr cool. Okay. Gut. Rollstuhl haben Sie keinen? Nee. Okay. Soll ich fragen? Ja, nee, so weit ist es nicht, oder? Das kriegen wir hin. Okay, schau mal. Ganz. Ich bin so froh, dass mich der Orthopäde noch dazwischen geschoben hat und mir auch eine Behandlung gegeben hat. Es hängt wohl alles auch mit dem Impingement zusammen, das mir ja schon vor ein paar Monaten Probleme mit der Hüfte gemacht hat und das mich auch langfristig einfach weiter begleiten wird und wo man ja langfristig auch Lösungen suchen muss. Jetzt hat er mir auch noch Physio verschrieben. Ich sollte eigentlich ein paar Sitzungen haben, aber das ist natürlich für mich schwierig, wenn ich in Tschechien versichert bin, in Deutschland aber unterwegs bin und wir ja eigentlich in den Norden fahren wollen. Also ja, wir müssen gucken, also so geht das hier nicht und wenn es nicht besser wird, dann müssen wir abbrechen, bevor wir wirklich gestartet sind, was natürlich Worst Case wäre. Keine Ahnung, ja, wir müssen jetzt einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem auch eine gute Zeit mit uns, wenigstens in den positiven Teilen des Videos, wenn dem so war. Und wenn ihr auch weiter wissen möchtet, wie es bei uns weitergeht, dann abonniert gerne den Kanal. Drückt auch das Glöckchen, dann erfährt ihr, wenn das nächste Video raus ist. Hypt, kommentiert, liked, wir freuen uns wirklich über jeden Knopf, den ihr drückt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und erfahren zusammen, wie es bei uns weitergeht. Hasta luego!